Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Maishäcksel. Oh, wie schön, dass sich das hier reinnascht, ne? Wie schön man das auch über den Weitwinkel von der GoPro sieht. Wir haben fast 45% Trockensubstanz. Den zweiten Tag hier und ich habe gestern schon reichlich gehäckselt. Leider Gottes war hier aber die Spritze kaputt. Die Spritze gewechselt, also die Spritze war hier kaputt, sodass das hier der erste richtige Mais ist, den ich hier häcksel. Leider Gottes, ja, wie gesagt, da gab es ein Problem mit der Spritze. Und als das dann aufgefallen ist, war der Bestand schon geschlossen. Demzufolge habe ich gestern sehr verunkrauteten kleinen Mais gehäckselt. Aber deswegen haben wir auch gestern 55 Hektar gemacht. Das ja, lief halt wie ein Länderspiel, aber das häckselt sich dann teilweise auch nicht wieder gut, weil sich dann das doch wieder irgendwo bei den Tellern verklemmt. Und es ist natürlich deutlich mehr Material, wenn das so halb hoch oder klein ist, wenn das alles nicht so quer durchgezogen wird. So, wir sind ja jetzt hier 200 Hektar Lohndrusch und der ist schon ziemlich trocken, aber man muss auch sagen, der Wunschtermin war 9. Oktober und den haben wir eingehalten. Also quasi, wir sind am 9. Oktober hierher und ich habe am Freitag den Häcksler hergebracht und dann haben wir hier angefangen zu häckseln. Und bis jetzt läuft und das ist die erste gute Fläche, die ich jetzt häcksel. Schon natürlich sehr trocken. Aber Sie sagen, Sie nehmen es lieber ein bisschen trockener in der Biogasanlage. Macht sich besser. War nicht so meine Erfahrung, aber jeder hat eine eigene Erfahrung und jeder hat ja eine eigene Philosophie und jede Anlage ist ja da auch nicht gleich. Aber geht gut durch und hier steht er ja auch wirklich, wirklich gut, muss man ehrlich sagen. Jetzt hier sind das 17, 18 Tonnen Trockenmasse auf dem Hektar. Kleiner Kolbenansatz, also deutlich kleiner als bei mir, obwohl es vom Standort eigentlich ein bisschen besser ist. Also hier kommt immer deutlich mehr Regen hin und die Böden sind hier auch ein bisschen besser, aber es ist natürlich auch kälter als bei mir. Also 14 Tage, nachdem wir häckseln die meistens. So, ich musste mir gerade eine neue AB-Linie jetzt hier einfahren. Habe jetzt quasi mit dem Stück angefangen. Da dreimal sind wir drumherum gefahren und jetzt fahren wir einfach gerade hoch und runter. Ja, dazu ganz einfach drücke ich hier auf AB. So, zack. Und da habe ich neu AB, tippe da einfach rauf, mache Punkt A, Punkt B und schon erstellt er eine imaginäre Linie halt hier über den Acker, die ich dann hier schlichtweg abfahren kann. Ganz simpel gemacht, ganz einfach. Dauert ja 1-2 Minuten, nicht mal. Eigentlich nur ein paar Sekunden. Kommt drauf an, wie lange man gerade fahren möchte und wie exakt die Linie sein soll. So, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Jeder quatscht ja hier immer zwischen. Gestern habe ich nicht gevloggt, ich habe aber gestern euch eine Runde Anhäckseln mit aufgenommen. Vorne an der Scheibe sind wir eine Runde rumgefahren. Und ja, ich genieße das gerade so ein bisschen hier auch irgendwie als Auszeit. Einfach nur den ganzen Tag Musik zu hören, kein Livestream, so ist alles irgendwie auch anstrengend. Stellt sich das immer so einfach vor, geht ja alles immer nebenbei, aber so nebenbei ist das auch alles nicht. Kostet auch alles viel Zeit, Kraft und macht auch Arbeit. Genau, also 180 Hektar sind es hier insgesamt. Da 75 sind schon weg. Und ja, bis heute Abend könnte da eine 100 draufstehen. Und dann hätten wir da, mal gucken, dann bin ich vielleicht Freitag zu Hause. Da ist dann vielleicht nur noch die Sonnenblumenernte. Detlef ist aktuell am Drillen. Ich habe ja mir eine Pronto gemietet. Ich glaube, das habe ich in den Videos gesagt. Ich habe eine Pronto gemietet und damit drillen wir das jetzt fertig. Wir haben ja jetzt noch die Gerste und den Weizen und dann haben wir nur noch Sonnenblumendreschen und dann ist die Saison vorbei. Und ich muss auch sagen, ich freue mich echt drauf. Da macht zwar alles auch Spaß und es ist auch alles ganz cool, aber ich sage euch, wenn man nach dem Schlafen einfach immer noch müde ist und wenn man zu Hause ist und man frei hat und man hat Lust zu nichts, dann ist auch mal Zeit, dass man wirklich auch mal ein paar Tage länger die Beine hochhält. Und ich kenne das auch jedes Jahr am Ende der Saison, man hat einfach zu nichts Lust und man muss sich da erst mal wieder ein bisschen regenerieren und dann kommt wieder richtig Freude auf und richtig, ja, muss wieder richtig ballern, muss das, ne? Jetzt ist es am Ende einfach nur noch Arbeit, das ist so. Die Saison ist lange, gerade wenn du beides hast, Häcksler und Dreschen. Jetzt irgendwie nur noch zu Ende drillen und dann wird schon durch, aber wir fahren hier noch Häcksler. Und das macht das auch alles sehr zäh. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ihr Zuschauer seid trauriger als ich, dass der Häcksler geht, da glaubt mir mal drüber. Also das ist doch ganz angenehm, wenn man dann früher in der Saison mal schon mal ein bisschen ruhiger hat, weil man hat ja nicht weniger Arbeit. Ja, Arbeit gibt es ja trotzdem genug. Gut,
Ja, ich häcksle jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Guck mal, wann wir irgendwann mal bei Tageslicht, dass ich euch mal das Silo zeige. Und dann sehen wir weiter. So, wir kommen dem Abend entgegen. Naja, ist ja fast schon Abend. Das ist so geil. Man muss sagen, Leute, ich filme normalerweise nicht mit dem extrem weiten Winkel von der GoPro, weil ich damit total verzerrt aussehe, wenn ich am Rand dieses Bildes komme. Mitte geht, Rand oben, unten sehe ich verzerrt aus. Und das schmeichelt meine Linie auch nicht. Aber das ist schon immens, wenn man das so sieht, wie er das so wegsnackt. Oh, ich muss hier wegsnacken, ich muss gucken, hier ist ein Hindernis drin. Moment, ich schmeiß euch mal hier kurz ran. Oh, Hannes hat endlich wieder einen neuen Saugnapf. So. Ja, Michi, fahr mal rechts rum. Ich habe heute Abend keine Lust mehr hier auf rummoddern im Regen. Es nieselt nämlich. Ich habe dann auch keine Lust, es ist ein bisschen windig, denn denen das alles gegen die Scheibe zu werfen hier im Dunkeln. Und deswegen, ja gut, aber wir müssen ja. Ach, das ist scheiße, wir müssen ja. Gut, habt ihr nicht gehört, meine Kinder. Das hat Onkel Hannes nicht gesagt. So, wo waren wir stehen geblieben? Läuft. Ich glaube, Moment, 44 Hektar haben wir gleich weg. Läuft. Also gestern 54, heute 44. Und dann habe ich jetzt noch 82. Könnten wir bis Donnerstagabend schaffen. Schauen wir mal. Aber der Rest ist natürlich gut. Muss natürlich dann auch alles richtig glatt gehen. Grüße gehen raus hier an den Kollegen, der die Fotos macht. Der war gerade super höflich, hat gefragt und Leute, der hat eine Warnweste an. Ja, also Safety first, wenn ihr auch Fotos macht, also es wird immer mehr. Es ist ja ein Hobby von Leuten, auch einfach Aufnahmen von Landtechnik zu machen. Und wenn die Leute dann in der Regel fragen, und alle fragen bis jetzt, ob sie das machen dürfen, haben wir noch keinen weggeschickt. Es sei denn, sage ich euch so wie es ist, ihr wollt hier umherlaufen und das sind die letzten Meter im Mais und überall stehen Jäger drumherum. Dann geht es einfach um eure Sicherheit, wo wir sagen, nee, ist gerade wirklich blöd, machen wir jetzt nicht. Aber ansonsten ist das eigentlich immer okay. Moment, ich muss hier einmal kurz anhäckseln. Die LEDs sind so hell, die er hier hat, dass ich kaum in den Hänger reingucken kann. So, ich drehe euch gleich um, dann könnt ihr auf der anderen Seite wieder gucken. Bloß jetzt mal ein bisschen hier aufpassen, weil das ist ein bisschen zu weit für Autofill und zu dunkel für Autofill, dass er das da richtig reintrifft und das ist ja auch ein bisschen trocken schon. Und ich hatte den Dings nicht drin, den Autopiloten. So, aber ihr wollt ja öfter mal gerne mitgenommen werden, das machen wir jetzt ja immer wieder. Manchmal geht auch was neben, das kann man nicht immer vermeiden. Man sagt, Pi mal Daumen 1% geht daneben. Was man so hat, auch so den 1%, den man quasi beim Dreschen als Verlust hat, den hat man beim Häckseln auch. Und jetzt, wenn ihr seht, wenn das Material auch so trocken ist, wir haben jetzt hier 50%, 52% Trockensubstanz, dann weht das natürlich ein bisschen mehr, aber das ist letztendlich nicht die Menge. Und von 52% Trockensubstanz, seht ihr, jetzt mit mal aufzufliegen, sind wir jetzt bei 38 angekommen. Weil wir einfach hier so eine kleine Senke durchqueren, länger Wasser. Und so mischt sich das letztendlich. Also ich glaube, das Stück hat jetzt hier 42% durchschnittlich. Hätte natürlich eine Woche früher runterkommen können, aber wie gesagt, der Betrieb wollte nicht. Von daher, wir wechseln jetzt auch auf 6 mm. Normalerweise macht er 8 bis 12. Alles gut, das wird schon funktionieren. Und wir haben ja den Cerion auf dem Silo, derselbe, der bei mir auch war. Also hier Shiva Agrarservice. Agrar und Forst, glaube ich. Shiva, Agrar und Forst. Forst und Agrarservice. Die Jungs oder derjenige, der ist da wieder bei mir drauf. Und Nico kann nicht. Nico ist immer noch am Lohnern, schwer am Lohnern. Da wo er jetzt ist, kommt er nicht weg.
Und deswegen hat Nico den Kollegen geschickt, aber auch mit einem Xerion 4000, 4200. Und mit derselben Silo. Ihr habt das ja schon inzwischen gesehen bei den Aufnahmen von meinem Silo. Mein Silo ja nicht, von dem Silo, was ich beliefert habe quasi, aber was ich euch gezeigt habe mit den Aufnahmen. Das passt schon. So, Mizi, ist Feierabend. Jo, bis gleich. So, wie machen wir das eigentlich mit Feierabendzeiten? Woran weiß man, wann Schluss ist? Also, das Ding ist so, es gibt zwei verschiedene Taktiken. Entweder sagt man, wir wollen zum Beispiel bis 19 Uhr fahren. Und entweder sagt man so, wer 18:30 Uhr nochmal die Siloplatte verlässt, der kann nochmal los, ansonsten ist Feierabend. Heute haben wir hier gesagt, 18. Ansonsten 18:30 Uhr ist Schluss. Will Sie tanken? Ja, müssen Sie tanken? Heute müsste ich mal tanken, ja. Marco, kommt mir halt nur so vor oder fährst du so weit weg? Nee, komm bis sicher, du hast recht. So. Jo. Das wollte ich erzählen. Wir hatten heute wieder Schweine ohne Ende, die da drin waren. Jäger waren bis jetzt auch immer da, aber die Jäger, die kenne ich hier schon. Bin ja jetzt das 5. Jahr hier zum Häcksel. Bin schon alter Bekannter bei den Jägern und bei allen anderen, bei den Transportern. Deswegen weiß ich inzwischen wie die mit Namen heißen. Und man sitzt ja auch abends hier zusammen öfter mal und erzählt ein bisschen, weil ja, ich brauche ja eh nicht nach Hause. Also ich schlafe ja auch hier. Es sind 90 Kilometer bis nach Hause. Und da macht das einfach keinen Sinn. Ich sag mal, gestern war ich mit Tanken, glaube ich, 20 Uhr alles durch. Und wir sind morgens so ungefähr 6:15 Uhr bin ich wieder da am Häcksler, 6:15 Uhr, eher 6:30 Uhr. Und befüllen Siliermittel. Dieser Betrieb fährt hier mit Siliermittel. Und ja, genau. Und dann geht es auch schon los, sodass wir Punkt 7 Uhr anfangen mit Häckseln. Siliermittel wird oft gefragt, was bringt das eigentlich? In der Regel ganz viel Geld auf jeden Fall an dem, der sie verkauft. Aber das Zeug hat auch wirklich Effekte. Das heißt, man kann damit Gutes besser machen. Ja, aber man kann keine schlechte Silage besser machen. Man kann damit ein bisschen Nacherwärmung vermeiden. Man kann damit den Silierprozess beschleunigen, sodass der Betrieb hier auch, der muss halt relativ schnell wieder an die Silage ran, weil es halt so, ja, nicht besser strukturiert werden kann auf der Siloplatte und weil Futter auch im Prinzip alle ist. Da ist jetzt noch der Rest vom Meister. Das ist jetzt aber bald alle. Und je nachdem, was man da einsetzt, kann es den Silierprozess beschleunigen, stabilisieren. Also jetzt auch wenn es trockener ist. Man hat halt eine erhöhte Menge an Milchsäurebakterien, sodass man Hefen und alles andere eher unterdrücken kann. Also es kann was bringen. Aber wie gesagt, unser Prof hat auch mal gesagt, man kann nur Gutes etwas besser damit machen, man kann damit nichts Schlechtes gut machen. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und ich habe hier einen 350 Liter Tank dabei und habe das so eingestellt, dass wir 30 Liter pro Stunde hier durchschicken. Und es geht immer nur durch, wenn das quasi das Material auch durchgeht. Das heißt, wenn wir stehen bleiben oder so, dann hört er auf. Wenn wir wieder weiterfahren, dann haut das hin. Und am Ende des Tages ist das alle. Und das haben wir so gemacht, dass wir diese 1800 Tonnen, die wir am Tag hier so durchschieben, das ist für 1800 Tonnen. Sicherlich kann man auch tonnenabhängig dosieren. Bei dem funktioniert es hier zum Beispiel nur 1/2 Liter pro Tonne, kann die Dosierung, die ich verbaut habe, das machen. Ansonsten gibt es ja noch, glaube ich, Actisila heißt der von Klaas. So ein Feindosierer, wo man mit auch so 20 Milliliter, 30, 40 Milliliter pro Tonne ausbringen kann. Das geht auch alles. Aber wir haben auch hiermit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, weil hiermit ist das halt Serie im Jaguar verbaut und das kann man gut dafür nutzen. Und das haut ja hin und das mischt sich ja auch nochmal auf dem Siloberg und sind ja Bakterien, das heißt, die sind ja nicht fix. Klar können die jetzt nicht 3 Meter im Siloberg wandern, aber so ein paar Zentimeter denke ich mal schon, das funktioniert. So, dann haben wir den hier auch voll, den guten HW80-Zug.
immer noch eins der billigsten Transportmittel überhaupt in der Landwirtschaft. Die sind halt schon 30 Jahre abbezahlt. Gut, Leute. Wir hören uns morgen wieder. In aller Frühe. Und dann. Es gibt nicht, meiner Meinung nach, es gibt nicht mehr so viel zu erzählen über das Maishäckseln. Weil ich bin auch kein Typ, ich mag nicht gerne doppelt erzählen. Sicherlich kann ich jetzt von vorne wieder anfangen über das, was ich gesprochen habe, über die letzte Maiserntesaison. Und ich weiß auch, dass viele aktuell einsteigen und gar nicht sich das Alte mehr angucken. Kann ich auch irgendwo verstehen. Aber für die, die alles schon länger gucken, ist auch wieder blöd, immer dasselbe zu quatschen. Ich meine, sicherlich wiederholt sich der Content, ja. Hier war eben eine Ecke frei und man muss ja öfter mal gucken, ob sie manchmal auch für den Stein ausgelassen wurde oder ein Pfahl oder was auch immer. Genau, und deswegen ist es auch schwierig für mich, irgendwie Content zu machen, wenn hier nichts passiert. Also bis jetzt war der Häcksler wie ein Uhrwerk, Klopf auf Holz, und nichts weiter war los. Und ja, von daher, was soll ich berichten? Ich kann dann immer nur dasselbe nochmal erzählen und das finde ich eigentlich blöd. Aber nun ja. Wir fahren hier Kontur, hier unten das letzte Stück. Weil das ist hier so ein kleiner Zipfel, wie so ein Gaumenfurz. Wie so ein Gaumenfurz, das heißt das doch gar nicht. So ein Gaumenzipfel hier oben. So sieht es hier auch aus, wie so eine ganz kleine Birne hier unten dran. Bis dann.